Bauen, aufstocken, verdichten. Immer mehr Wohnraum für eine wachsende Bevölkerung und den steigenden individuellen Bedarf an Wohnfläche. 45 Quadratmeter beansprucht ein Schweizer durchschnittlich für sich. So auch in Oberentfelden, Aargau. Die Gemeinde mit rund 7.700 Einwohnern ist stark gewachsen. Laut eigenen Angaben hat sie sich zu einem Industriedorf entwickelt, ohne den ländlichen Charakter zu verlieren. Im Ortskern wurde vor 4 Jahren verdichtet. 3 Blöcke mit 44 Wohneinheiten stehen nun im Zentrum. Das gefällt Patrick Schöck nicht. Der 39-jährige Kunsthistoriker ist stellvertretender Leiter des Schweizer Heimatschutzes. Ich glaube, es ist eine durchschnittliche Deutschschweizer Architektur, wie man sie auch überall sieht. Nicht besonders schlecht, nicht besonders gut, aber letztlich austauschbar und beliebig. Und das ist ja ein bisschen das Problem. Wenn man verdichtet, dann sollte man auch ein bisschen Charakter haben und sollte es zusammenpassen. Und da hat man eigentlich ein Einfamilienhaus mehr oder weniger aufgeblasen zu einer Zentrumsüberbauung. Und das ist, glaube ich, nicht das, was man unter hochstehenden Qualitäten vorstellt. Da hat man ziemlich lange diskutiert, wie man das gestalten und was man da machen soll. Jetzt ist halt da die Bau- und Nutzungsverordnung und die Baugesetze, die sagen, was zugelassen ist und was nicht. Und von Seiten der Gemeinde hat man eigentlich nur die Möglichkeit, nach diesen Richtlinien zu sagen, es geht oder es geht nicht. Ob das schön ist oder nicht schön, könnte man obenfüllen und diskutieren. Die einen finden es schön, die anderen nicht. Schwyz. Auch hier in der Innerschweiz wird verdichtet. Die knapp 15.000 Einwohner am Fuße des Mieten brauchen Platz. Dafür wurden im Ortskern Holzhäuser abgerissen, sehr alte Holzhäuser. Stattdessen stehen jetzt Blöcke mit 26 Wohneinheiten. Zu spät wurde damals festgestellt, dass die Holzhäuser historisch sehr wertvoll sind. Eine Stube ist mit Decken, Boden und Wänden sogar noch original erhalten und mit Wandmalereien verziert. Das war ein Gestaltungsplan, der von der Regierung bewilligt wurde. Da war die Denkmalpflege involviert und die sind dann schauen, was ist jetzt effektiv rum. Und da hat man natürlich mit Staunen gesehen, was drin ist. Und dann ist es halt wirklich spät. Und ich denke auch als Bauherr, wo man so Land kauft, dass man nachher im Eilzugstempo eine Lösung finden, ist halt relativ schwierig, weil die Planung ist so weit fortgeschritten, dass man nicht mehr zurück können. Unbestritten ist aber, die Gemeinden müssen verdichten. Und das nicht auf der grünen Wiese. Dies fordert das Raumplanungsgesetz seit 2014. In Bern treffen wir Lukas Bühlmann. Als Direktor der Schweizerischen Vereinigung für Landesplanung berät er die Städte und Gemeinden bei der Raumplanung. Die Diskussionen haben durchaus jetzt angefangen, dass man im Zusammenhang mit Verdichtung eben auch die Qualitätsfrage sich stellt. Es gibt Gemeinden, die schon länger sensibilisiert sind für die Fragen und das durchaus in ihren Zonenvorschriften drin haben. Und andere, wo das jetzt halt neu ist, die neu mit dieser Thematik konfrontiert sind. Sempach. Hier weiß man bereits, wie Ortskernverdichtung geht. Die Luzerner Kleinstadt hat dieses Jahr vom Heimatschutz den Wackerpreis erhalten. Neubauten sind optisch angepasst. Sanft verdichtet werden soll vor allem in Einfamilienhausquartieren knapp außerhalb der Altstadt. Sempach ist eher die Ausnahme, noch. Patrick Schöck fordert darum ein Umdenken. Es braucht einfach die Vernunft und es braucht die Umsicht und den Willen, dass man da etwas schafft, das nicht Wegwerfarchitektur wird, sondern wo auch über mehrere Generationen Bestand kann behalten und wo auch die Menschen in 4, 5 Generationen noch erfreut.